Ciudad Perdida, von den indigenen Bewohnern Teyuna und von Archäologen Buritaca 200 genannt, liegt in der Sierra Nevada de Santa Marta im Norden Kolumbiens und ist neben Machu Picchu einer der größten wiederentdeckten präkolumbianischen Städte Südamerikas. So gravity will not keep me down. The world will see the best of me. So, wir sind auf der Fahrt zu unserer 4-Tagestour. Wie geht's euch? Super. Geht so, ja, 2 bis 3. Noch geht's, okay. Also wir machen in so einem 2-Stunden-Rhythmus Nachfrage, okay. Schieben, einmal schieben. Auf der. Zack. Wir haben bei Torcool, dem ältesten Anbieter in Santa Marta, einen 4-Tages-Hike zur Ciudad Perdida gebucht. Es gibt mehrere Anbieter, das Programm und der Preis sind jedoch mit 1,4 Millionen Pesos, umgerechnet etwas mehr als $300, bei allen Anbietern identisch. Zunächst geht es mit vierradgetriebenen Offroadern so tief in den Dschungel, wie die Fahrzeuge es ermöglichen. Dass nicht alle Fahrzeuge für diese Strecke geeignet sind, zeigt sich bereits an der ersten Flussquerung und dem ersten Matsch eines Erdrutsches. So, also ich bin der Hannes von der Segelyacht Maria Noa, aber mich kennt ihr ja schon. Und jetzt will ich euch mal kurz vorstellen, wer noch alles auf der Tour ist. Pedro. Von der? Von welchem Schiff? Flipflop. Und, freust dich schon auf die nächsten Tage? Absolut. Super. Sowas von Eis. Ja und, wie heißt du? Ich bin Nadja. Okay, von der? Adele. Alles klar. Da geht's weiter. Ja, ich bin der Harry, auch von der Adele. Gut. Wo ist er? Ich bin der Horst von der Lady Blue. Hi. Sorry, this hat is for you. Und Brigitte? Hi, und ich bin Brigitte Maria Noa. Wir waren kaum losgelaufen und schon fängt es an zu schütten und es regnet und regnet und regnet. Also ich bin klatschnass, das Wasser steht in den Schuhen, die Unterhose ist auch durch. Ich kann nur hoffen, dass der Rucksack trocken bleibt. Jetzt drehe ich die Kamera mal um, der Blick ist nämlich genial. Brigitte, wie geht's dir? Oh, mir ist tierisch nass. Kein Wunder bei dem ganzen Regen, der jetzt langsam wieder nachlässt. Aber hat ganz schön gegossen auf einmal. Als wir losgingen, war es 2-3 Minuten trocken und in dem Moment, wo wir in Bewegung waren, öffnete sich der Himmel und wir sind nass, klitschepitschi nass. Das ist schon Wahnsinn. Ne? Rechts ist noch was. Dann geht's dazu, ne? Mein Gott, sind mir blöd, hey. To keep my burdens left behind. I did not know what it would Right here in the graphic is the map of the area where we are and where we go for the next 4 days. In 3 bis 4 Stunden Abschnitten pro halben Tag geht es auf und ab zu Lagern, in denen es ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Lunch oder eben Dinner gibt. Unterwegs gibt es Zwischenstationen mit leckerem Obst.
soul is harmonized. Don't know why I couldn't see that I'm capable of everything. Capable of everything. Es regnet täglich, wie es in den Tropen üblich ist, wie aus Kübeln. Was einmal nass ist, trocknet auf dieser Wanderung nicht mehr. Dies gilt insbesondere für Socken und Schuhe. Moskitos sind überall und zerstechen alle Hautflächen, die nicht abgedeckt sind. Moskitospray gehört zur Grundausstattung. Die Lager sind einfach, um nicht zu sagen primitiv. Ich war aus hygienischen Gründen froh, meinen Hüttenschlafsack mitgenommen zu haben. Das Essen ist lecker und reichhaltig. Willkommene Unterbrechungen sind die Früchtestationen auf dem Weg mit Ananas, Bananen, Orangen und Mango. Gute Nacht, Brigitta. Gute Nacht, Hannes. So I don't see us stopping now. My life's an adventure, 'cause you came along and showed me how to love without limits, to have a good time. Now my life's an adventure, and you're the reason why. We're far away from the city lights, so
translate to speak Spanish. And this guy will translate. House and Alejandrino is his name. It look easy, but if you try to do it, get a box to have 2 holes, and when they put it in, Übernachtet wird in Stockbetten, die mitten im Dschungel einerseits durch Moskitonetze geschützt sind, aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit jedoch hygienisch nicht eben einwandfrei sind. Gute Nacht, Brigitta. Gute Nacht, Hannes. Toiletten und Duschen sind primitiv und durch das Flusswasser gespült. Wenn der Fluss sich bei Regenfall schlammig rot färbt, tun dies eben auch die Duschen. Can't get up alone, too heavy on my own. The world is moving on, I'm still standing here, searching for steady ground, a place to settle down. Too heavy on my own. The world is moving on, I'm still standing here, searching for steady ground, a place to settle down. No reasons left to find. One day I'll change. Go! And it Stay still, stay still. that will run across the rivers, anywhere with you. I won't give up, I'll take my chances, and I will follow you through the night. Do, 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 do. I'll follow you. I make the same mistakes, forget how much it takes. No reasons left behind. One day I'll make you mine, and it won't
ca. 40 Kilometer südöstlich von Santa Marta, inmitten der Sierra Nevada im oberen Tal des Rio Buritaca. Bedeckt eine Fläche von ca. 2 Quadratkilometer und besteht aus etwa 200 Terrassen, die durch Steinwege miteinander verbunden sind. Wobei der Höhenunterschied der einzelnen Terrassen bis zu 12 Metern beträgt. Der heute freigelegte Teil der Stadt liegt zwischen 900 und 1200 Metern über Normal Null. Der Großteil der Stadt wurde zwischen dem 11. und 16. Jahrhundert errichtet, wenngleich die eigentlichen Ursprünge älteren Datums sind. Die geschätzte Bevölkerungsgröße betrug zu Hochzeiten 2.000 bis 8.000 Angehörige des indigenen Volkes Tairona, die die Stadt kurz nach der Ankunft der Spanier wegen der Ausbreitung von Seuchen aufgeben mussten. Die Spanier selbst haben trotz des Handels mit den Tairona die Stadt nie betreten. Erst 1975 wurde die verlorene Stadt, also Lost City, durch Grabräuber wiederentdeckt und geplündert. Danach wurde während der Blütezeit 1960 bis 80 in der Region Marihuana angebaut. Später entsandte die kolumbianische Regierung eine archäologische Expedition, die die Stadt vor weiteren Zerstörungen schützen sollte. Heute befindet sich in der Stadt ein permanenter archäologischer Stützpunkt. Einen kleinen Teil der übrig gebliebenen Fundstücke kann man in Cartagena und in Santa Marta im jeweiligen Museo de Oro sehen. Für Touristen lässt sich die Ciudad Perdida seit dem Verbot der Hubschrauberlandungen ausschließlich auf einer über Agenturen mit lizenzierten Führern gebuchten 4- bis 6-tägigen Trekkingtour erreichen. Die Kosten dafür liegen bei umgerechnet über 300 € pro Person. Davon geht ein Betrag von etwa 13 € an die dort lebenden Ureinwohner. Der ca. 22 Kilometer lange Fußmarsch zur verlassenen Stadt führt durch den Dschungel der Sierra Nevada. Unsere App hat allerdings 37 Kilometer gemessen. Die Route durchquert tropischen Regenwald und folgt teilweise dem Tal des Buritaca-Flusses. Dessen mehrfach erforderliche Durchquerungen sind während der aktuellen Regenzeit sehr schwierig, außerdem sind die teilweise steilen Wege schlammig und rutschig. Die Region ist von der Regierung Kolumbiens deklariertes Indigenenland. Dennoch breitet sich die Erschließung durch Siedler, die rund um die Sierra Nevada wohnen, weiter aus. Nach dem Durchgreifen des kolumbianischen Militärs hat sich die Sicherheitslage in den letzten Jahren deutlich gebessert. Take my chances, and I will follow you through the night. I'll follow you. When the Spanish arrived on the coasts of America, in the map you see, asking for permission, they get, and also they pay. Some of them today work as tour guides, for example. You understand? You always looked after me, brother, when we were children. You always had my back. You took all the blame when our father caught us doing things that drove him mad. Through the years I could lean on you when I messed up. Caught us doing things that drove him mad. Through the years I could lean on you when I messed up. I'd call you in the night, but I broke too many promises and we split up. Though I still need ya, you gotta save me now. I'm slipping so far down. It's only you I trust to set me free from Luna, sol, montaña, cielo. Sun, moon, mountain, and sky. You travel the world and the sky. La luna, para que pienses mentalmente toda la tarde, la mañana,
para que la manden a mi abuelo. I wanna say that I'm sorry. I got sidetracked and I left you in the cold. I've seen your side of the story. I felt the drawback. My mistake took its toll. Finally, I have realized I was dead wrong. I wasn't thinking straight. No more lies, and from here on Lass ihn mal, vielleicht haut sie ab. Für mich war diese Wanderung nach dem Marathon die bisher größte physische Herausforderung meines Lebens. Da meine Wanderschuhe nicht passten, musste ich den größten Teil unter immensen Schmerzen zurücklegen. Ich rate jedem, nur bei ordentlicher Kondition und mit Schuhzeug in dieses Abenteuer zu starten, das verlässlich, angenehm und bequem, aber auch trittsicher ist. Müssen da runter. Lieber Horst, Ja, mein wir lieber sind im Hannes. dritten Lager und haben die Wanderung hinter uns, mehr oder weniger. Nee, stimmt nicht, ne? Naja, eineinhalb Jahre haben wir noch vor uns. Und wie geht's dir? Ging schon besser, aber ich bin ganz zufrieden mit mir. Du bist, glaube ich, ganz gut drauf, ne? Ja, keine Blasen bis jetzt. Das ist schon mal was, ne? Und ihr beide, wie geht's euch? Nadja? Nadja, sei ehrlich, du wolltest ehrlich sein. Ich wollte ehrlich sein. Ja. Mir geht's gut. Wir kämpfen uns durch. Ihr kämpft euch durch. Ihr lauft euch ein irgendwie, ne? Wir sind an unsere Im Grenzen Moment war das gestoßen. jetzt der beste Tag heute. Es kann Ja, weitergehen. ja, ja, cool. Ein Kaffee habe ich schon. Peter, wie geht's dir? Ich habe diverse Baustellen, aber sonst ist es ganz okay. Also ich habe 12 bis 15 Schnakenstiche da hinten auf dem Rücken. 30. Ja, dann mein linker Zeh schmerzt ein bisschen. Dann habe ich leichtes Ziehen hier in der rechten Schulter. Und ja, Aber der das Rest Knie, so in der das Mitte. linke Knie. Die gute Nachricht, ich habe mein Geld wieder gefunden. Okay. Ja, ich habe meinen Geldbeutel wieder gefunden. Das war verschwunden, oder wie? Ja, er war weg. In der Hose verschwunden. Jetzt Okay. ist er wieder da. Super. Die anderen haben schon. Wie geht's dir? Ja, mir tut alles weh. Beine, Füße, Schultern, Aber du Arme. bist aber die schnellste von uns. Naja, Ja, also ich bin ganz stolz auf dich. Das machst du toll. mein alter Sport zahlt sich da so ein bisschen aus. So, jetzt noch ein Statement von mir. Wie gesagt, wir sind jetzt hier im dritten Lager, sprich wir haben morgen noch einen ganzen Tag zu wandern. Irgendwie ist es gerade so 6,5 Stunden. Was natürlich heftig ist, und ich muss zugeben, ich pfeife aus dem letzten Loch, ich bin einer der langsamsten. Ist aber auch dem geschuldet, dass meine Schuhe totaler Scheiße sind, die sind uralt und mir tun die Füße so dermaßen weh, ich habe überall, bis die Haut abgeht und ich habe da jetzt schon 6, 7 Pflaster drauf und jeder Schritt schmerzt und es ist echt ätzend. Ich werde das in irgendeiner Form durchstehen und dann viel stolz sein, dass ich das doch noch geschafft habe. Weil meine Leistungsfähigkeit halt auch einfach nicht mehr so ist wie früher.
Gute Nacht, Brigitte. Gute Nacht, Hannes. I keep on thinking back on it when we escaped with our first real paycheck. Wasn't much, but we needed less, yeah, than we do now. We were driving along the coast. I felt the ocean breeze on my face. Wanted to go as far as we ever could. So many years have passed, but even though we were broke as hell, I wouldn't change anything. I wouldn't change anything. If I throw a coin down a wishing well, I wish I could feel it again, the way that I felt for you then. I know you think of it too. They got on down and we ended up sleeping at the worst motel somewhere. We had rashes for days. Do you remember that? In spite of everything that we lacked, nothing compares to the freedom we had. I would do it again if you say the word. So many years have passed, but even though we were broke as hell, I wouldn't change anything. I wouldn't change anything. If I throw a coin down a wishing well, I wish I could feel it again, the way that I felt for you then. 'Cause even though I wouldn't change anything. I wouldn't change anything. Think of it too. All of the things we went through. 'Cause even though Cometer conmigo esos pecados. Somos como un huracán, como el sol derritiendo un helado. No nacimos para durar, si no disfruta lo que no ha pasado. Con la boca y placer, si me toca yo te como otra vez. Con la boca y placer, si me toca yo te no, I wouldn't change anything. Yeah. Das lachen sie eigentlich alle schon wieder. Ich hätte mal vorher filmen sollen. Ja, aber ich bin so drüber. Aber ich nehme mehr. Wir sind Brigitte und Hannes. Wir haben uns entschlossen, gemeinsam um die Welt zu segeln. Hierfür haben wir uns einen Katamaran, eine Lagoon 40 gekauft. Diese haben wir nach unseren Vorstellungen ausgerüstet und wohnlich eingerichtet. Denn Maria Noah ist für unbestimmte Zeit unser schwimmendes Zuhause. Mit Maria Noah sind wir von Les Sables an der französischen Atlantikküste über Gibraltar und den Kanaren auf die Barfußroute gestartet. Viele Abenteuer liegen vor uns, die wir mit euch teilen wollen.